Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Ingas Color Art. Für meine Leinwand habe ich mir heute als Hintergrund ein wunderbares Grün vorgestellt und damit das Grün interessant wird, mische ich das aus 3 Farben, einem dunklen Grün, einem Türkisblau und einer Perlfarbe, und wie ihr sehen könnt, habe ich die Mischung so angesetzt, dass dabei wirklich ein Grün entsteht, was einen interessanten türkisfarbenen Unterton hat. Wenn man diese 3 Farben wirklich als eine Farbe haben möchte, würde ich vorschlagen, dass man sie grundsätzlich mit einem Spachtel so lange mischt, bis ein homogener Grünton entstanden ist. Wenn man das so macht wie ich, dass die Farbe bis in die Pinselhaare durchdringen kann, dann hat man immer wieder ein paar Farbnuancen auf dem Hintergrund. Nachdem die Hintergrundfarbe vollständig aufgetragen worden ist, föhne ich die Schicht komplett an, sodass sie vollständig durchgetrocknet ist, damit ich mit meiner ersten Rakelschicht beginnen kann. Aufgrund der Größe meiner Leinwand, die 40 x 40 cm groß ist, habe ich mich für meine Glättkelle aus dem Baumarkt entschieden und werde damit auch das komplette Bild gestalten. Im Vorfeld eines Videos plant man ja gewisse Dinge, und hier habe ich mir vorgenommen, dass ich für jeden Farbauftrag 2 Farben auswähle, und wenn ihr genau hingeguckt habt, dann habe ich die Farben immer auf Lücke gesetzt. Das bedeutet, dass die zweite Farbe immer dazwischen aufgetragen werden kann, und wenn ich das so mache, dann ergibt sich, trotzdem ich mit dem Palettenmesser die Farbe auf der Glättkelle verstreiche, ein wunderbares Streifenmuster in der Rakeltechnik. Mir gefällt das Grün von der Hintergrundfarbe heute besonders gut, und ich werde darauf achten, dass man hinterher möglichst viel von diesem Grün noch erkennen wird. Die Frage nach der Farbwahl für die nächste Schicht ist ja immer: Arbeite ich mit Kontrasten? Bleibe ich in einer gewissen Harmonie? Oder welche Strategie verfolge ich? Und ich hatte mir jetzt vorgestellt, dass ich immer eine dunkle und eine helle Farbe miteinander auf die Glättkelle gebe und diese beiden Farben dann grundsätzlich meine Schicht ergeben. Und deshalb kombiniere ich jetzt zu dem vorhandenen Rosa ein Blau, und dieses Blau habe ich wiederum mit einer Perlfarbe gemischt. Mir gefallen vor allen Dingen die Farbverläufe von den dunklen Farben zu den hellen Farben sehr gut, und ich bin schon gespannt, inwieweit ich mein Konzept bis zum Ende durchhalten kann. Natürlich darf auch bei diesem Bild eine besondere Farbe nicht fehlen, und so habe ich mir den hellen Goldton von Amsterdam Acrylics ausgesucht, der natürlich als Metallic-Farbe für einen besonderen Effekt auf der Leinwand sorgt und hinterher hoffentlich auch noch metallisch durch die einzelnen Schichten glänzen wird.
Als ich mich für den goldenen Farbton entschieden habe, hatte ich gedacht, dass sich das Gold mit dem Blau zu einem metallischen Grün vermischen wird, aber das ist bei der ersten Bahn nicht passiert. Mal schauen, wie das mit der zweiten Bahn aussieht, ob sich da vielleicht irgendwas vermischt. Ganz zum Schluss habe ich zwar etwas wenig Farbe unterhalb meiner Kelle, aber ein metallisches Grün kann ich jetzt so auf den ersten Blick nicht erkennen. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass die zweite Farbe, die ich zusätzlich auftrage, im Grunde genommen eine Farbmischung verhindert. Während ich die Bahn in Violett und der Perlfarbe auftrage, fällt mir auf, dass ich momentan noch große grüne Flächen des Hintergrunds habe, die durchscheinen. Und insgesamt habe ich auch tatsächlich schon viele Inseln, die bei der Rakeltechnik entstehen können, auf meiner Leinwand. Zu diesem Zeitpunkt strahlt das Bild etwas sehr Blumiges und Pastelliges aus, was mir auch wirklich gut gefallen hat. Aber wie so oft bin ich dann in dem Augenblick noch nicht bereit, das Bild loszulassen und zu sagen, dass es fertig ist. Denn zu diesem Zeitpunkt war es für mich noch nicht fertig und ich war noch völlig fasziniert von meinen Streifen und dem Abwechslungsreichtum, der dadurch entstanden ist. Bei der nächsten Farbwahl spielt jetzt eine Überlegung eine Rolle, die ich vorhin mit dem Gold und dem Blau angestellt habe. Denn ich würde im Grunde genommen niemals auf die Idee kommen, ein Orange auf eine violette Farbe zu setzen, die noch nicht getrocknet ist. Ganz unten an der Bahn könnt ihr diesen Effekt jetzt sehen, den ich meine. Da mischt sich dann tatsächlich das Violett mit dem Orange. Da wäre es besser gewesen, nochmal einen weißen Tupfer aufzusetzen. Insgesamt bin ich mit dem Farbauftrag sehr zufrieden, möchte aber mein Glück nicht weiter herausfordern und wechsle deshalb auf das Reflex Rosé. Falls ihr euch fragt, warum das so langsam aussieht und ob ich das extra langsamer filme, nein, das ist tatsächlich die Originalgeschwindigkeit, in der ich gerakelt habe. Es ist sehr oft so, wenn man einen hektischen Alltag hatte und sich dann doch entschließt, ins Atelier zu gehen, dass Dinge von einem auf einmal abfallen und ich mich dann völlig auf das, was ich tue, konzentrieren kann. Und das findet sich dann oft wieder, wenn ich sozusagen dabei bin, das Video zu schneiden, wie weit mich das Ganze runtergebracht hat. Und das ist dann teilweise schon fast eine Art Meditation, während ich dann meine Rakelbahn auftrage. Ab jetzt weiche ich von meinem Konzept mit der Zweifarbigkeit ab und ich hatte mir vorgestellt, dass aufgrund der Farbigkeit des Bildes die Farben jetzt mit Hilfe von Weiß wieder zurückgenommen werden und so rakel ich die erste Bahn, um zu entscheiden, ob das schon gereicht hat und werde dann aber noch eine zweite Bahn nachsetzen, weil die Farbe im Verlauf des Auftragens zum Ende hin immer weniger wird.
Ganz unerwartet, selbst für mich, habe ich dann noch zu einem Blau gegriffen und einen Teil der weißen Bahn gerakelt und mir dann überlegt, wie ich das Bild beenden werde. Wie ihr sehen könnt, haben meine Überlegungen dazu geführt, zum Reflex Gelb zu greifen. Wenn wir uns das Bild jetzt im nassen Zustand einmal anschauen, dann kann man richtig sehen, was für tolle Inseln sich gebildet haben und dass die im Verhältnis zur Leinwand richtig groß sind. Und ich habe auch tatsächlich noch sehr viele Stellen, an denen ich auf das wunderbare Grün vom Hintergrund gucken kann. Dann schauen wir uns das Bild noch einmal im getrockneten Zustand an. Und ich finde es wunderbar, wie seidenmatt die Farben aufgetrocknet sind. Und ich finde es wunderbar, dass die Struktur der Leinwand nach dem Trocknen immer noch zu sehen ist. Dann habe ich euch das Bild einmal aufgehängt und zeige es euch auch in einem anderen Licht. Und man sieht natürlich, dass die Farben dunkler aufgetrocknet sind. Und dort, wo ich keine zwei Farben auf der Glättkelle hatte, eine Perlfarbe oder ein Weiß, dass sich dort natürlich auch die Farben viel deutlicher miteinander gemischt haben. Doch das zeigt die Wandlungsfähigkeit und auch die Fröhlichkeit, die dieses Bild ausstrahlt. Ich danke dir sehr herzlich fürs Zusehen. Ich danke dir sehr herzlich fürs Zuhören. Ich freue mich über ein Like von dir für dieses Video und auch über konstruktive Kommentare. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.